Okay, wenn du einen Vollzeitjob hast, Rechnungen zahlst und trotzdem manchmal denkst, war das jetzt alles? Dann bleib kurz hier. Vielleicht hast du ja nach dem letzten Video gedacht, ja schön, kreative Mini-Rebellion klingt nett. Aber wie soll das bitte im Alltag gehen? Zwischen Arbeit, Terminen, Erschöpfung und diesem ständigen Gefühl, funktionieren zu müssen. Heute geht es genau darum. Ich zeige dir 7 kreative Mini-Rebellionen, die nicht kündigen, nicht auswandern und keinen Morgenritualkurs brauchen. Keine großen Projekte, kein "Ich finde jetzt endlich meine Berufung", sondern kleine Akte gegen das Erwachsenensein, das manchmal ein bisschen zu ernst geworden ist. 5 Minuten, 10 Minuten, manchmal weniger. Keine Selbstoptimierung, kein Ziel, kein Ergebnis. Nur kleine, harmlose Dinge, aber gefährlich für dein inneres Spießertum. Los geht's! Bevor wir starten, eine wichtige Sache. Diese Mini-Rebellionen haben keinen Zweck. Sie sollen nichts bringen. Sie sollen dich nicht verbessern. Sie sollen kein neues Ich erschaffen. Sobald Kreativität wieder nützlich sein muss, zieht sich der innere Künstler zurück. Denk sie nicht als Gewohnheiten, denk sie als Einladungen. Wenn du Lust hast, schön. Wenn nicht, auch okay. Mini-Rebellion 1. Zwecklos kritzeln. Nimm einen Stift, irgendeinen, und kritzle. Keine Motive, keine Mandalas, kein "Ich zeichne jetzt was". Nur Linien, Kreise, Quatsch. Die Rebellion ist nicht das Zeichnen. Die Rebellion ist, dass niemand es sehen muss. Dass es im Müll landen darf. Das ist Spielen ohne Publikum. Und das verlernen Erwachsene als erstes. Wenn Farbe an deinen Händen ist und dein Kopf kurz still wird, dann bist du richtig. Mini-Rebellion 2. 5 Minuten schlechte Kunst. Sag dir ganz bewusst, ich mache jetzt etwas Schlechtes. Nicht ironisch, nicht witzig gemeint. Schreib einen schlechten Text, male ein hässliches Bild, singe falsch, sorry Nachbarn. Viele Erwachsene sind nicht unkreativ. Sie sind perfektionistisch gelähmt. Schlechte Kunst ist kein Scheitern. Sie ist ein Türöffner. Mini-Rebellion 3. Kreativität ohne Ergebnis. Mach etwas Kreatives und lösch es danach. Schreib eine Seite und zerreiß sie. Mach ein Foto und lösch es sofort. Diese Rebellion richtet sich gegen das ständige Aufbewahren, gegen "das könnte ich noch brauchen", gegen "das ist Content". Nicht alles muss bleiben. Manches darf einfach gewesen sein. Mini-Rebellion 4. Spiel mit Regeln und brich sie. Setz dir eine absurde Regel. Ich schreibe nur mit links. Ich benutze nur 3 Wörter. Ich male, ohne hinzusehen. Und dann brich die Regel. Nicht, weil Regeln schlecht sind, sondern weil Freiheit oft genau da entsteht, im spielerischen Umgehen damit. Mini-Rebellion 5. Kreativität im Übergang. Nicht extra Zeit freischaufeln, nicht warten, bis Ruhe ist. Mach es im Übergang, während das Wasser kocht, während du wartest zwischen 2 Terminen. Ein Satz, eine Linie, ein Gedanke. Kreativität muss nicht eingeladen werden. Sie darf sich dazusetzen. Mini-Rebellion 6. Heimlich kreativ sein. Mach etwas Kreatives und erzähl es niemandem.
Nicht posten, nicht dokumentieren, nicht erklären. Diese Heimlichkeit ist radikal und brutal ungewohnt für Erwachsene, weil wir alles rechtfertigen wollen. Manchmal braucht ein innerer Künstler keine Bühne, sondern einen sicheren Raum. Mini-Rebellion 7. Aufhören, wenn es schön wird. Die schwierigste Rebellion. Hör auf, bevor es anstrengend wird, bevor der Anspruch kommt. Lass etwas unfertig, roh, unklar, damit dein innerer Künstler lernt, ich werde nicht ausgebeutet. Dann kommt er zurück, ganz von allein. Vielleicht hast du beim Zuhören gedacht, das ist zu klein. Und genau das ist der Punkt. Diese kreativen Mini-Rebellionen sind klein genug für ein erwachsenes Leben und groß genug, um innerlich etwas in Bewegung zu bringen. Und weißt du was? Mini-Rebellionen müssen nicht immer kreativ im klassischen Sinn sein. Sie müssen nichts mit Zeichnen, Schreiben oder Kunst zu tun haben. Manchmal ist eine Mini-Rebellion einfach etwas absichtlich Kindisches. Zum Beispiel Seifenblasen vom Balkon pusten und ihnen zusehen, wie sie davonfliegen. Einfach nur, weil dein 8-jähriges Ich das genauso gemacht hätte. Oder bunte Socken in die Arbeit anziehen oder 2 verschiedene Paar. Oder eine bunte Perlenkette unter einem völlig seriösen Outfit. Vielleicht merkt es niemand, aber du merkst es. Dieses eine kleine Detail sagt, ich funktioniere hier, aber ich gehöre euch nicht ganz. Manchmal ist eine Mini-Rebellion auch freundlich, eine andere Meinung zu haben. Oder ehrlich zu sagen, was du denkst. Denn jedes Mal, wenn du deine Wahrheit runterschluckst, stirbt irgendwo ein kleiner Künstler. Und wir haben schon genug tote Künstler. Erwachsene lieben Effizienz. Künstler lieben Unsinn. Und genau dieser Unsinn ist wichtig. Nicht, weil er produktiv ist, sondern weil er dich lebendig macht. Und hör auf, dich zu entschuldigen, wenn du Spaß hast, wenn du lachst, wenn du spielst, wenn du albern bist. Du bist nicht zu alt dafür. Du warst nur zu lange brav. Du musst nichts nachholen, nichts beweisen, nichts werden. Vielleicht wählst du heute eine kleine Sache oder morgen oder nächste Woche. Und wenn du magst, schreib mir in die Kommentare, welche kreative Mini-Rebellion im Alltag fühlt sich für dich gerade machbar an. Worauf hast du Lust? Und wenn dir jemand sagt, du sollst dich vernünftig verhalten, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und auch für heute gilt, mach's dir nicht zu schwer. Eine kleine kreative Mini-Rebellion reicht völlig. Also ich finde, wir haben ja total Glück beim Wetter. Es ist trocken und es ist warm. Es ist halt nur ein bisschen windig. Winter am Meer halt. Na du, wollen wir Longboard fahren? Longboard fahren? Zu schnell!